Good morning from the woods. Ach, schau an, hier stehen auch noch 2 Zelte. Doch noch ein paar Leute gekommen gestern. Ja, für meine Verhältnisse ist es zwar schon wieder richtig spät, aber egal. Es ist 6:30. Ich habe jetzt ungefähr bin ich viel zu früh dran. Ich friere mir wahrscheinlich vorne den Arsch ab. Brrr. Das sind irgendwas mit 3 Mal, gestern schon gesagt. Und brauchst ein Stündchen, sage ich jetzt mal. Die großen Höhenmeter sind es nicht mehr. 250 Fuß oder so. Also überschaubar. Die Nacht war ruhig, aber kalt, muss ich sagen. Also es ging runter auf, wie ich gelesen, 8 Grad. Und das ist jetzt für die Jahreszeit schon kalt, muss ich sagen. Also wir haben jetzt Anfang Juni, ne? Von dem her... Ne, Quatsch, morgen ist der 1. Morgen ist der 1. Juni. It's gonna be a good day today. Ja, ich war schon jetzt übermütig. Ich bin schon wieder eine Straßenseite zu weit gelaufen. Ja, ich und meine Englischinterpretation immer, ne? Dann warte ich jetzt noch eine Viertelstunde. Und dann kommt die Alice. Er schreibt mir nicht so, Alter, ein fetter Specht. Aha, die kommt jetzt quasi von da unten. Dann fährt die hier hoch, dann kann die da oben drehen, dann fährt sie wieder zurück und dann... Aha, alles klar. Na gut. Dann werde ich jetzt mal hier warten so ein bisschen auf die Dame. Kommen wieder die dicken Kisten. So, jedes zweite Auto ist halt ein Truck. Da kommt ein Mac. Ein Mac. Hat sich gefreut. Na gut, dann warten wir jetzt mal. Angekommen in Luray, nicht Luray, sondern Luray. Mit einer kleinen Verspätung ist um 8:30, hat sie mich abgeholt. Die Alison. Und hat mich und noch 2 weitere Hiker mitgenommen. Hat uns noch kurz die Stadt ein bisschen gezeigt, was Sehenswürdigkeiten sind, wo man einkaufen kann, pipapo. Und ja, hinter mir ist das Hostel. Open Arms Hostel. Ich war gerade schon duschen. Ja, sehr sauber. Hier werde ich eine Nacht bleiben. Allerdings nicht hier, sondern ich zelte hier, weil es sind halt, gibt hier keine Private Rooms, sondern ja, Zimmer mit 3, 4 Betten drin und ja, ich habe lieber immer meine Ruhe. Deswegen campe ich hier draußen im Garten. Das habe ich schon aufgeschlagen, das werde ich am Mittag auch noch mal ein bisschen sauber machen. Mit Wasser und Seife, das kriege ich alles von ihr. Die Wäsche macht sie mir auch noch heute. Für einen kleinen Obolus, die ist jetzt gerade wieder auf Shuttle-Tour, die ist immer busy. Ja, jetzt muss ich aber erstmal in die Stadt, weil ich Kohldampf habe ohne Ende. Und mal wieder ein bisschen Gewicht drauf essen auf die Rippe. Meine Herren, die hat oben eine Waage. Das ist übrigens gerade mein Konto im Trocknen. Die hat eine Waage oben und die hat angezeigt 160 Lips, also 160 Pfund. Bin ich bei 73 Kilo. Das ist wenig, zu wenig. Und das geht gar nicht. Also ich muss auf jeden Fall jetzt essen. Ich muss jetzt losfahren. Ich kann mir hier Fahrräder ausleihen, das ist auch sehr geil. Ich nehme jetzt ein Fahrrad. Genau. Also ich bin angekommen. Heute ein kleines Dilemma gab es leider auch schon. Ich hätte meinen Tracking Pole, einen meiner Tracking Poles nicht zusammenklappen sollen fürs Auto. Da ist der Mechanismus jetzt kaputt. Hier drin, da habe ich jetzt gerade eine Schraube reingedreht. Und hoffe einfach, dass der noch ein bisschen hält. Ansonsten muss ich mir neue kaufen. Ärgerlich, war nämlich schweineteuer. Aber so ist es. Das ist schön hier. Wetter, bombastisches Wetter, bestimmt 25, 26 Grad. Tipptopp. Also auf den Drahtesel und ab in die Stadt. Guten Morgen. Der Schlumpf ist wieder on the trail. Es ist gerade 8 Uhr. Die Alison hat uns heute gegen 7:30 zurück auf den Trail gefahren. Kaffee getrunken. Zelt abgebaut. Und jetzt geht die wilde Reise weiter.
Also ich habe probiert, viel zu essen, weil ich schon erschrocken war, als ich auf der Waage stand. 73 Kilo für 1,79. Krass. Krass, krass, krass. Aber da bin ich nicht der Einzige. Also ich sehe teilweise Gestalten, wo ich mir denke, wie schaffen die es noch, ihren Rucksack zu tragen. Ja. Aber das ist halt auch mitunter eine der größten Challenges auf dem Trail, das Gewicht zu halten. Heute früh habe ich dann noch beobachtet, wie einer von der Gruppe, ein älterer Herr, hat sich eine Literflasche Whisky in die Plastikflasche gefüllt. Er hat die Whiskyflasche schön in seinen Rucksack verstaut. Ja. Die Sucht ist auch auf dem Trail präsent. Ich würde es ihm wünschen, dass er den Alkoholismus auf dem Trail ein bisschen links liegen lässt. Ist zu schade drum. Naja, vielleicht ist er genau deswegen hier. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ja, war schon krass mit anzusehen. Ich habe wohl gedacht, ich sehe das nicht. Aber I have Eagle Eyes. Jo, was ist der weitere Plan? Es gibt keinen Plan. Wir laufen heute gemütlich in den Tag hinein. Es wird warm. 28 Grad sagt er heute. Wie gesagt, dann ist man heilfroh, wenn einem die Baumkronen ein bisschen Schatten spenden. Ja, mal 14, 15 Meilen. Wir werden es sehen, was die Tagesform so hergibt immer. Ich bin jetzt wieder gut gewappnet für die nächsten 80 bis 100 Meilen, würde ich jetzt mal sagen. Und in etwa 80 Meilen kommt hier schon Harpers Ferry. Und da freue ich mich schon drauf. So, hier ist eine Junction. Links oder rechts. Hier ist mein Blade. So, und die Kamera hat sich mal wieder abgeschaltet, warum auch immer. Also ohne Scheiß, du bist... ja, Halbzeit. Sau krass. Ich weiß nicht, was da nicht stimmt. Ob die einen Wackler hat oder so. Musst immer erst schimpfen, dass es wieder läuft. Aber ja, gut. Wurscht. Halt jetzt. Filme. Harpers Ferry, Halbzeit, Meilenstein. Krass. Ich hätte ja nie gedacht, dass ich so weit komme. Also, das heißt nicht gedacht, aber er ist schon krass. Heute ist der 1. Juni. Und ja, es wird Sommer. Und ich habe mir gedacht, wenn ich in Harpers Ferry dann bin, wie gesagt, das sind noch so 80 Meilen, dass ich dann für 2-3 Tage nach Washington DC fahre und mir die Stadt ein bisschen ansehe. Da hätte ich vielleicht mal Bock drauf, so als kleines Goodie nach der Halbzeit. Mahlzeit, everyone! So, Mittag gemacht, das zweite heute. Hinter mir ein kleines Restaurant. Gab gerade Fettburger, hi! Gab gerade Fettburger und French Fries, Mountain Dew. Es ist ein geiles Wetter. War wirklich heiß heute. Aber es gibt ein leichtes Windlein. Und es ist ja erträglich. Auf jeden Fall. Der ursprünglich angedachte Shelter, den ich besuchen wollte heute, der ist schätzungsweise nur noch 6 Meilen entfernt. Das sind 2 Stunden. Ich werde mal einen Abstecher dahin machen und gucken, wie es mir da gefällt. Und ansonsten gehen wir einfach weiter, weil das schöne Wetter nutzen. Morgen soll es wieder ein bisschen schlechter werden, soll es regnen nachmittags. Heute macht Spaß, heute geht was. Jo. Dann geht's weiter. Bis späterchen. So, ich habe den ersten etwas härteren Aufstieg des Tages hinter mich gebracht. Dank fertigen Burger. Kein Problem. Und jetzt laufe ich hier auf einem Bergrücken schon wieder und es ist so genial, was das für ein riesiges Fahnenfeld hier ist. Fahren, soweit das Auge reicht. Es ist unfassbar geil. Bei der Hitze ist es heute auch gut möglich, die ein oder andere Schlange auf dem Trail zu finden. Da heißt Augen aufmachen, Glubscher auf beim Laufen. Nee, es ist echt genial. Guckt euch das an hier. Also wer hier nicht gern wandern geht, dann weiß ich auch nicht. Und kaum sage ich es, dann kommt die nächste Gruppe mit Wanderern. Mit Hund oder Katze oder was weiß ich, was das ist. Das ist
Das ist ein Hund. Hallo. Hey. Upsa. Unleashed. Dog unleashed. Sorry. Das war rollig. Was willst du sagen, ne? Heute ist Samstag. Rück gehen nochmal die faulen Amis vor die Tür. Nee, sind schon auch sehr sportlich auch hier. Also sehr viele Fahrradfahrer mit dem Rennrad rumdüsen. Aber gut, auch viele mit dem Moped unterwegs. Mit ihren Kindern. Hier, der ganze Parkplatz ist voll mit Autos. Natürlich ein Jeep dicker als der andere. Wo muss ich denn lang? Ach, hier muss ich lang. Muss ich lang. So, wieder eine Straße überqueren hier. Mitten auf dem Berg, Rücken. Das ist geil. Kommt da nichts angeflitzt hier. Bleibt voll das Ding. Der Parkplatz. So. Das Gute an diesem Tuch ist, es saugt sich richtig schön voll mit Schweiß und verdunstet sofort wieder auf der Stirn und kühlt somit enorm geil. Also feiere ich. Mein Hut, den ich zu Beginn zur kälteren Jahreszeit noch hatte, der ist hoffentlich jetzt in Harper's Ferry und wartet auf mich mit Winterjacke und Co. Dass ich sie weiter schicke. So, wir machen jetzt auch weiter. Na gut, die Aussicht darf natürlich auch nicht zu kurz kommen, ne? Komm, wir gucken mal hier. Und hier ist übrigens so ein Skyline Drive, Parkbucht, wie auch immer. Here it is. Schön. Aber muss sagen, habe auch schon spektakulärere gesehen. Wenn ich mich da an Smoky Mountains erinnere, an den Feuerturm. An den Sonnenaufgang, meine Güte. Das war Next Level. Boah. Mal sehen, ob das noch irgendwie getoppt werden kann. Und natürlich McAfee-Knob. Auch der Wahnsinn an Aussicht. Oh, ja, ich weiß. So, den C habe ich mir heute ungefähr schon bestimmt 10 Mal angehauen, den C. Aber das Tagesgeschäft, 11. Also ist das, wenn man sich nicht konzentriert beim Laufen. So, Klappe zu jetzt, Junge, lauf weiter. Gesundheit. Hallo. Day is over for today. Day is over for today, ne? Das sind Setzbauten. Mein Englischlehrer, der wird mir eine klatschen. Ne, sind heute ungefähr 15 Meilen gewandert. War ein herrlicher Tag, heute war es richtig nice. Heute sind mir auch die Leute nicht so auf den Sack gegangen, komischerweise. Da gewöhne ich mich langsam dran oder so, ich weiß es nicht. Heute waren auch viele Wochenendausflüge auf dem Trail, auf alle Fälle. Ich fühle mich super. Der Burger heute und die French Fries, die reißen es halt raus. Ne? Also wenn du wirklich jeden Tag so einen ziemlichen Burger essen könntest. Oder irgendwas anderes. Schönes, dickes, fettiges mit was weiß ich. Wäre ein Traum. Ja. Nee, morgen wieder dasselbe Spiel. Morgen schön gemütlich aufstehen. Morgen machen wir wieder ein bisschen mehr. Je nachdem. Morgen verlassen wir auch den Shenandoah National Park. Auf was ich mich auch noch freue. Die kommenden Tage ist der Rollercoaster. Das ist wohl eine berühmt-berüchtigte Abschnitt hier noch im Shenandoah oder auf dem Weg nach Harper's Ferry, besser gesagt. Da geht's halt so, ich glaube, das habe ich schon mal erklärt, ne? Sind nicht hoch, aber die Anstiege sind ewig steil. Ja, da bin ich gespannt drauf. Einige sagen, ach komm, ist nicht so tragisch, wie es klingt. Andere sagen, aber wir werden sehen, wir lassen uns überraschen. So, genau, so viel zum Samstag. Samstag ist rum, wie gesagt, prima Tag heute. Ich habe jetzt gerade ein Schweizer Pärchen kennengelernt hier unten. Die haben mir auch ein paar tolle Geschichten erzählt. Ja, die müssen allerdings abbrechen, also die laufen noch nach Harper's Ferry. Er schluckt jeden Tag Painkiller, also der bombt sich jeden Tag mit Schmerztabletten voll, weil er Probleme hat mit seinem Knie. Und deswegen werden die in Harper's Ferry dann, ja, interrupten, also werden die aufhören dann. Ja, das ist ärgerlich, ne? Aber
wenn es nicht anders geht. Also wenn du jeden Tag nur Schmerzmittel frisst und so und das ist natürlich auch nicht so geil für die Leber oder für deine inneren Organe, die den ganzen Dreck wieder rausschaffen müssen. Halt deinen Mund. Und den kann ich dann schon verstehen. Ja. Das ist natürlich ärgerlich, auf jeden Fall. Aber ja, that's the way it is. Gut, Freunde, dann sehen wir uns morgen früh wieder in alter Frische. Mal sehen, ob ich im Sonnenaufgang aufgehe oder ob ich morgen wieder mal richtig fett ausschlafe. Weil ich habe zwar gut gepennt heute, aber es war fast ein bisschen wenig. Der Zug heute Nacht auch wieder. Gott sei Dank hat er nur einmal gehupt heute die Nacht und nicht jede Stunde, weil dann kannst du während Schlaf gar nichts denken. Ah, krass. Aber gut. Also dann, bis morgen. Auf Wiedersehen und tschüss. Einen wunderschönen guten Morgen an der Stelle. Am Sonntag, den 2. Juni 2024 um etwa 6:30 Uhr. Ein neuer Tag ist angebrochen. Der heutige wird allerdings eher etwas grauer werden. Allen Anschein nach. Ja, mal. Kann schon etwas regnen heute. Es grummelt schon um mich herum die ganze Zeit. Aber der Poncho ist dieses Mal nicht ganz so im Rucksack. Habe mich schon darauf vorbereitet. Sehr gut geschlafen. Um 5 war ich wach. Habe mich aus den Federn gemacht. Und ja, jetzt sind wir wieder auf dem Trail. Heute laufen wir mal zu einem Shelter, wo es angeblich eine Solardusche geben soll. Bin ich gespannt. Gucken wir mal, etwa 18 Meilen. Das ist eine gute Tagesetappe, wie ich finde. Ich habe mich heute Morgen noch von ein paar Leuten verabschiedet. Von Keep Going zum Beispiel. Ups, an das. Auf den Knallfrosch gestiegen. Ja, Keep Going ist ein ganz cooler Typ. Der war auf dem Trail und dann ist mitten, also unter der Zeit, wo er auf dem Trail war, sein Bruder verstorben an einem Herzinfarkt. Und ja, ist danach aber halt ein paar Wochen später wieder auf dem Trail, um halt daraus Kraft zu ziehen und so. Und ja, ist schon auch, also sind schon auch tragische Schicksale mitunter hier mit am Start auf dem Trail. Ja, es sind nicht nur immer Verletzungen, auch andere Sachen machen das Leben hier schwer. Ja, noch was Fröhliches zu berichten? Ja, eigentlich schon. Also ich habe gestern bestimmt 6, 7 Komplimente bekommen für mein Höslein. Für meine wundervolle Hose mit den Bananen drauf. Also alles richtig gemacht. Like your pants! Dankeschön. Ja, ich finde es auch ganz geil. So, long story short, wir fahren mit der Reise fort. Mach's gut, Shenandoah National Park. Wir verlassen ihn nämlich gerade. Ja, grob zusammengefasst kann man sagen, ein sehr geiler Nationalpark, Nationalpark. Muss man schon sagen, ja doch. Gut besucht. Passt, ja. Nationalpark Shenandoah auch abgehakt. Er kann halt echt nicht mithalten mit den Smoky Mountains, das ist so. Hat schon seinen Grund, warum die Smokies das beliebteste Ziel sind, was Wandern und so angeht hier in den Staaten. Ja. Aber nevertheless, schöne Zeit hier, schöne paar Tage erlebt. Gut. Vorher bin ich durch so eine kleine, so ein Teil durchgelaufen. Da hat es gewimmelt. Gewimmelt von Streifenhörnchen. Und die waren auch gar nicht mal so scheu. Die saßen da einen Meter neben mir auf dem Baumstamm, haben mich ein bisschen dumm angeguckt. War ganz geil. Ja, die Natur hier ist schon überragend. Das ist einfach faszinierend. Das ist was komplett anderes, wenn man zu Hause vorm Fernseher sitzt und sich eine Doku reinzieht oder selbst die Doku ist. Oder sich seine eigene Doku macht. So wie ich hier ein bisschen. Ei. Also es gibt schon auch komische Gesellen auf diesem Trail. Was? Also ich bin jetzt nur hier kurz mal abgebogen vom Weg.
Weil es war auch ein Campground, oder es ist ein Campground. Kannst du zelten. Und es war auch eine Quelle dabei, aber die Quelle kannst du auch vergessen. Stehendes Wasser. Nicht so geil. Komme ich da an, sitzt einer auf dem Boden mit seinem ganzen Zeug, das sah nicht mal so aus, als hätte er einen Rucksack dabei oder so. Ganz komisch, Alter, der war safe auf Drugs. Keine Ahnung, Meth oder irgend so ein Blödsinn. Komme ich an, sagst Servus, ne? Und dann fängt er schon an, mir das Ohr abzuknabbern. Alter Lachs. Ja, Aquablazing hier, bla bla bla. Und, eine ganz dubiose Gestalt. Ich habe mir das dann ganz schön überlegt, ob ich da mein Zelt aufschlagen soll oder nicht. Und bin jetzt wieder zurück auf den Trail. Also ne, das habe ich mir ganz schnell überlegt, weil wer weiß. Ob ich den kenne, sage ich, nee, kennst du den? Sage ich, nee, woher? Ah, hätte ja sein können, I'm just wondering. Sag ich, nee, kenne ich nicht und interessiert mich auch nicht und komisch. Naja. So, ja, dann gehen wir mal weiter jetzt hier. Mann, nee, was wird. So, Freunde, nach etwa 18,6 Meilen sind wir angekommen an dem Shelter. Jim and Molly Danton Shelter. Ganz geile Kiste, zeige ich euch gleich mal. Ich werde mich hier oben mit meinem Zelt aufschlagen. Die Campsites sind zwar jetzt nicht die geilsten, also sie sind alle ein bisschen abschüssig, aber damit lebe ich heute einfach mal. Denn hier in diesem Shelter war gerade eine Family noch am Start. Mit Kiddies und so. Und die haben einfach mal Trail Magic da gelassen. Und zwar eine richtig dicke Kühlbox mit Cola, IPA, also mit Bier, Snacks und ja, was soll das, ne? Also da gönnen wir uns natürlich gleich mal ein Bierchen. Nach dem harten Arbeitstag heute. Hier ist. Nicht schlecht, also echt sehr robust gebaut und so. Also wäre ich Shelterfreund, würde ich den schon feiern. Hier haben sie auch Flüssigkeiten da gelassen und tada! IPA, Coke. Geil. Einfach geil. Das ist aber nicht der einzige Grund, warum ich hier bleiben will. In der Wiese campen ist auch schlecht. Ne? Das ist alles nicht so geil hier. Ist alles ziemlich schief. Ich glaube, da oben ist schon der beste Platz. Genau, dann geht es jetzt hier noch hinter. Und dann haben wir hier. Zack. Die Dusche. Kannst dich schön duschen. Hier unten kannst du das Wasser rausmopsen. Hier ist noch ein Wasserhahn. Ein Spigot. Und hier werde ich mich noch schön verkrümeln. Denn das klappt einfach auch. Du nimmst das Ding hier. Easy peasy. Die Pistole. Und dann kannst du einfach mal schön duschen. Wie geil ist das denn? Also, den werde ich definitiv nutzen nachher. Aber zuerst macht's tsch. Machen wir jetzt ein Bier auf. So sieht's aus. Ja, schön. Was das hier ist, weiß ich auch nicht so genau. Ach, das ist Hufeisenschmeißen. Das ist Hufeisenschmeißen. Ich denke mir schon, Alter, hier. Da kannst du die Hufeisen nehmen. Dann stellst du quasi darüber und dann musst du hier an den Dängelchen hier dran kommen mit den Hufeisen. Hufeisenschmeißen. Ich habe mir schon gedacht, was ist denn das? Willkommen zurück am Montag. Yes. Sind ja gerade schön unterwegs auf dem Trail, auf so einem kleinen Korridor hier. Jetzt geht die ganze Zeit aus so einem kleinen Tunnel hier durch. Ja, war nicht so viel los gestern an dem Shelter, hat mich eigentlich gewundert. Aber gut, in 5 Meilen ist der nächste schon wieder. Wir haben vielleicht 2 Leute, die im Shelter gepennt haben und 4 Zelte. Überschaubar. Dementsprechend ruhig war es heute Morgen. War mir sehr recht. Heute gibt es kein großes Ziel. Ich muss sagen, ich habe aber auch nicht so wirklich Lust irgendwie. Ich weiß auch nicht. So Tage hat man halt auch manchmal. Vielleicht mache ich heute nur 10 oder 12 oder so. Muss ich mal sehen, wie ich Lust habe. Ja, ich weiß auch nicht. Füße sind ein bisschen schwer heute.
Aber vielleicht gibt sich das noch. Ich bin jetzt gerade mal vielleicht eine Meile unterwegs. Aber es gibt halt auch Tage, wo die Energie so ein bisschen fehlt. Ja, ist halt immer tagesformabhängig. Obwohl ich gestern gut gegessen habe, viel Zucker und so. Und ich könnte mir vorstellen, dass es halt relativ schwül wird, weil es gestern, wie gesagt, geregnet hat. Und es ist jetzt schon so eine dicke Luft irgendwie. Also, wisst ihr, was ich meine? So, also wenn man merkt, dass die Luftfeuchtigkeit ist sehr hoch, muss so sagen. Schwitzen voll programmiert. Ne? Okay, also dann sehen wir uns im Laufe des Tages wieder. So, wir sind da. Mittagspausenzeit hier. Am Whisky Shelter. Hier ist er. Whisky Hollow Shelter. Built and maintained by PATC. Oh, du dumme Fliege, die verfolgt mich schon ewig. Ja. Ist doch ganz nett hier. Mache ich mir doch hier oben? Ach ja, warum nicht? Hat man einen besseren Überblick. Ja. Fuck Trump. Ja, gerne. Aber da habe ich wohl keinen Einfluss drauf. So, mal kurz hier hin. Komplett alleine hier. So, erstmal, ich bin natürlich nie neugierig. Ich muss erstmal gucken, was hier am Start ist. Ah, jetzt, ja. Register. Register. Kann man uns wieder eintragen, schon lange her. So, was gibt's hier noch so? Bevor ich mal Mittag mache, erstmal die Lage checken. Feuerstelle. Ich bin jetzt so eine halbe Meile weg vom Trail. Also das ist auch kein Stress eigentlich hier. So. Eine Feuerstelle. Das ist auch alles schon wieder so schief alles hier. Wenn du dich heute Nachmittag schon ins Zelt legst und nichts machst, dann kannst du wenigstens gerade liegen. Das kannst du auch vergessen. Also hier ist schon mal schlecht mit Zelt aufstellen. Also. Ja, hier riecht es halt schon nach aus. Ne? Nee, brauche ich nicht. Ich bin ja echt nicht wählerisch, ne? Aber das sind bestimmt 10-15%, was es hier Gefälle hat. Und hier zelten nicht. Da muss ich das einfach lassen. Wenn ich hier nichts finde, keinen vernünftigen Platz, nicht weitergehen. Also hier wird es direkt zum Wasser gehen. Hier ist schon eine Wasserquelle, also das ist schon mal sehr gut. Allerdings Tent-Sites zum Zeltaufschlagen sind ja auch rar. Allerdings ist da oben irgendwo eine kleine Plattform. Wohl, die habe ich gelesen. Und da müssen wir ein bisschen improvisieren, aber vielleicht können wir da oben drauf unser Zelt aufschlagen. Ach da. Hier liegen schon mal ein Haufen Steine, die ich gebrauchen könnte. Da Äste. Ja, hier. Ich sag jetzt mal so, kommt auf den Versuch drauf an. Also wir versuchen das jetzt mal, wir probieren das mal aus. Wenn das klappt, ist hier oben eigentlich ein geiler Platz. Ist direkt am Wasser, ist auch nicht so laut, herrlich. Ist schön, alles schön grün. Sonne kracht noch ein bisschen hierher. Und wenn das hier oben nicht klappt, dann kann jemand noch da runter gehen. Und ja, da würde ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Packen wir mal aus und packen wir es an, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal, was wir da fabrizieren. So.
Ja, kann sich schon sehen lassen, oder? Ist alles irgendwie ein bisschen provisorisch mit Steinen beschwert. Hier einen reingeschoben. Ja. Sollte schon halten. Also den größten Sturm hält es nicht aus. Aber es soll ja aber auch nicht stürmen. Wenn es ein bisschen regnet, das läuft schon. Ich liege auch noch drin, also kann dann so schnell doch nicht wegfliegen. Der ist schon wieder. Guten Morgen. Ja, ein neuer Tag bricht an. Es ist Dienstag heute und ich habe so herrlich gepennt hier. Mein Gott. Also dieses Plätzchen mit dieser Plattform, war ja wohl richtig nice. Also ich habe echt geschlafen wie ein Stein. Ich hätte noch weiter schlafen können. Unfassbar. Wann bin ich aufgestanden? Ja, so um 6 halt, ne? Ich frühstücke jetzt hier. Heute gibt es wieder mal der gute alte Instant Oat. Ich habe festgestellt, dass mein Teller hier, beziehungsweise meine Schüssel, Schale, wie auch immer, einen Riss hat im Silikon an der Seite. Und jetzt tropft die Milch raus, beziehungsweise das Wasser. Scheiße. Naja. Oh Gott, war das herrlich hier. Ich will eigentlich gar nicht weg, weil das hier so ein schönes Plätzchen ist. Aber es nützt nichts. Heute geht es wieder auf die Spur. Mir reicht der Donnerstag vollkommen. 38 Meilen noch zu gehen. Mach vielleicht heute 15, morgen 15, habe ich 30 und dann am Donnerstag noch 8. Dann habe ich einen Nero und dann ist das eine cremige, runde Sache. Vom Essen her soll das eigentlich auch ausgehen. Ich habe eigentlich noch genug Futter. Einzige, was noch wieder ein wenig knapp werden können, ist schon die Riegel. Aber dafür habe ich noch Unmengen an Rahmen. Also verhungern werde ich nicht. Ja, so werde ich jetzt gemütlich noch mein Frühstück verzehren. Dann baue ich mein Zeltlein ab und dann wird es schon 7 schlagen. Dann gehe ich noch ins Privy mein Business machen, mein Business erledigen und dann geht es wieder auf die Spur. Und dann geht es nämlich straight in Rollercoaster. Also da freue ich mich hier heute auch schon drauf. Vor allem, ja, sagt er heute richtig heiß. Jetzt soll es über die 30 gehen. 3. Juni, 4. Juni. Können sportlich werden. Ich hoffe wieder auf viel Schatten im Wald. Aber ich werde auch wieder Blut und Wasser schwitzen. Auf jeden Fall. Ja. Und wie gesagt, heute vielleicht so 15, 20 Meilen, je nachdem, was ich finden werde. Und in dem Zusammenhang packe ich mich jetzt dann zusammen und dann geht's los. Im Laufe des Tages sehen wir uns wieder. Bis dahin. Ja, ich bin immer noch auf der Suche nach dem berühmt-berüchtigten Rollercoaster. Aber der wird schon bald kommen. Es sollen irgendwie 10 Hügel sein, die hintereinander kommen. Die sind zwar nicht irgendwie hoch, also ich glaube, die haben jeweils nur 100 Meter, also nur 100 Meter. Aber die müssen halt richtig schön steil sein. Also ein schönes Gekraxel liegt heute vor uns. Glaube ich. Also, wenn man den Geschichten Glauben schenken darf, wird das eine ganz schöne Tortur. Und nach diesem Rollercoaster kommt wohl irgendwie ein Punkt noch, nennt sich 4-State Challenge. Dort kann man einmal an seine Grenzen gehen, besser gesagt, oder ja, kann man an seine Grenzen gehen. Und zwar heißt es von diesem Punkt an 4 Staaten zu durchqueren, also Virginia, West Virginia, Maryland und Pennsylvania, wenn ich das richtig im Kopf habe. Innerhalb von 24 Stunden diese Staatsgrenzen zu überqueren. Das ist die 4-State Challenge. Ja, klingt erstmal nicht so schlecht, ne? Allerdings 42,6 Meilen in 24 Stunden. Nicht schlecht. War eine gute Entscheidung gestern, nur einen halben Tag zu laufen. Ist ja wirklich herrlich. Was ist hier? Achso. Ja gut, das interessiert uns jetzt nicht so. Was haben wir hier? Northridge brauche ich auch nicht. Ein Bänklein.
Ganz viele Marker hier. Offridge. Wir gehen da lang, ja? Appalachian Trail northbound. So, jetzt schon wieder ein bisschen tricky. Was haben wir hier zu stehen? Rod Hollow Shelter. 6,6 Meilen, ja. Das klingt so ein bisschen nach einem Mittagsshelter für mich. Immer am Essen, der Junge. Nach nunmehr 9 Meilen ungefähr habe ich den Shelter hier erreicht. Ich bin wieder mal vollständig alleine. Also ich habe hier irgendwie eine Lücke entdeckt zwischen in der Bubble, in der Hiker-Bubble. Aber kein Mensch hier. So wie ich das haben will. Ja. Jetzt bin ich hier, der Rollercoaster wartet immer noch auf uns. Also ich glaube, den Großteil davon mache ich morgen. Weil heute sind es nur, ich mache halt nur 15 Meilen, das passt schon. Ich habe, nachdem ich Mittag gegessen habe, hier gibt es noch schöne Nudel, die zieht gerade durch hier. Njam, njam, njam. Die delikate Instant-Nudel. Wie gesagt, das ist mein Mittag immer hier. Schön der Hering, der Hering sage ich schon. Der Tuna, Thunfisch mit Knoblauch diesmal. Marokkan Ramen-Nudel, Idiotensuppe. Ja, und ein bisschen Trockenfleisch. Noch Schluss, Mittag. Geht schon. Schlimmer geht immer. Ja, wie gesagt, die Rahmennudeln, die kannst du so in die Tonne treten. Wenn nur bei Flavor draufsteht, ist kein Flavor drin. Also die schmecken nach nichts. Oder ich bereite einfach falsch zu, ich weiß es nicht. Da kann man normalerweise nicht viel verkehrt machen. So. Alles klar. So, dann rede kurz das Sinn, wie immer. Dann hören wir uns später wieder. Also das muss ich jetzt schon noch mal kurz festhalten. Hab gerade schon Mittag gegessen, hab die anderen noch mal getroffen, die sind ein bisschen hinter mir. Und jetzt ist es soweit. Hier ist ein Schild. Darauf steht Hiker Warning. Entering the roller coaster. Have a great ride. Trail Boss and Crew. Das macht doch Mut, würde ich sagen, oder? Stark. Da geht's los, da geht's hier hoch hier. Und bin gespannt, ob das Schild jetzt seine Berechtigung hat oder nicht. Wir werden es rausfinden. Also nächster Shelter ist wie gesagt noch 6 Meilen weg, 6,5. Und da werde ich wohl den einen oder anderen Hügel jetzt auf jeden Fall mitnehmen. Ja, dann Kopf in den Nacken und ab in die Achterbahn. Rollercoaster. Also, naja. Yay, Alter. Ist das geil. Wir haben soeben 1000 Meilen geknackt. 1000 Meilen auf dem Appalachian Trail. 1600 Kilometer zu Fuß gelaufen. Bis dato. Geil. Kann man schon so ein bisschen stolz drauf sein, denke ich mal. War gerade ein Schild, Springer Mountain, 1000 Meilen. Kannst du dir nicht vorstellen, wie doch die Zeit vergeht. Da keine 3 Monate rum. Und das ist krass. Ja, ich bin mitten im Rollercoaster. Die ersten 3 Hügeleien habe ich auch hinter mich gebracht. Und ich muss sagen, okay, also die Anstiege sind schon sehr steil und es ist sehr felsig, rocky. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, Alter, da hat es mir die Schuhe ausgezogen. Also das passt schon. Das klappt. Ich gehe gerade wieder ein bisschen bergab. Auf dem letzten Berg, den ich erreicht habe hier, gab es leider mal überraschend Trail Magic. Saßen 4 Mädels in ihren Stühlen mit ihrem Wachhund. Und da gab es erstmal eine fette Pepsi, dicken Hotdog, a good conversation, einen dicken Kuchen
Ich habe noch nie so einen süßen Kuchen gegessen, aber war richtig lecker. Ich bin voller Energie. Ich könnte nochmal 30 machen. Und wen habe ich oben getroffen? Den Bruce. Den guten alten Bruce. Hey Bruce! What the hell? Den habe ich das letzte Mal gesehen in bei Uncle Johnny's Hostel. Irgendwo bei Irvine. Das ist schon eine ganze Weile her. Hätte ich nicht gedacht. Aber gut, ich habe ja auch ein bisschen ausgesetzt in Waynesboro. Ja, ich sage, der Trail ist klein. Ja, so far so good. Es ist 14 Uhr in etwa. Ich glaube, einen von diesen Bergen muss ich noch besteigen. Und dann kommt auch schon der Shelter. Wird sich zeigen. Nicht schon wieder, ey, ohne Scheiße. Es ist halt immer auch derselbe Zeh. Da kann der halt nicht heilen. Der ist immer noch genauso dick wie vor 3 Wochen. Alter. Immer der linke vordere Zeh. Weil der einfach länger ist als der große Zeh. Deswegen hittet der mal richtig schön an den Stein hier. Alter. Was ich sagen wollte, ja, mega geil. 1000 Meilen gerockt. Alte Bekannte wieder getroffen. Trail Magic. Die ersten 2 Brüste des Rollercoaster gefahren. 3. Und jetzt gehen wir mal Richtung unserem Tagesendziel und gucken, wie es da aussieht. Und wenn es uns dort gefällt, wenn wir das Zelt aufschlagen. So, angekommen nach einem doch relativ anstrengenden Tag. Also die 4. Runde auf dem Rollercoaster, die hat es dann doch schon in sich, weil die ging mal richtig steil bergauf. Ja, egal. Ich habe mein Ziel erreicht. Ich bin an dem Shelter. Heute 15, noch irgendwas Meilen. Hervorragend. Kein Mensch hier. Es ist toll. Ich mag das. Ne? Also von mir aus können die wegbleiben auch die ganze Zeit. Überhaupt kein Problem. Wir schlafen hier. Das ist der beste Platz. Ich habe mich umgeschaut. Der beste Platz mit einer relativ flachen Stelle. Und ja, es wird alles vorbereitet. Sehr geil. Und jetzt ist noch so ein kleiner Pavillon. Chérie. Schalalala. Und hier werde ich mich jetzt erstmal reinsetzen. Und eine Viertelstunde in den Wald gaffen. Dienstag, Haken dran, 1000 Meilen. Das ist schon irgendwie krass, ja. Hat man noch gar nicht so richtig realisiert. 1000 Meilen, ja, noch ein bisschen irgendwas hinter Harper's Ferry und dann ist genau Halbzeit. Nice! Nice. Wer hätte es gedacht? So, scheiß Haus. So, guten Morgen. Ich melde mich auch mal, solange es noch einigermaßen gehbar ist, der Weg hier. Da ist gleich wieder vorbei. Ich befinde mich wieder mitten im Rollercoaster und habe die nächsten 2 Hügel geschnupft. Aber es geht nur so hier, also Steine, Rocky. So geht es jetzt hier die nächsten 6, 7 Meilen, glaube ich, noch. Also das macht nicht so viel Spaß. Ups. Ja, die Nacht hat es ganz schön gewittert. Hat gar nicht gewittert, aber es hat gepisst. Es hat geregnet ohne Ende. Also ich dachte, mein Zelt säuft ab. Aber ging. Hab ich schon überlegt, es wird mal wieder Zeit ist für ein paar neue Schuhe. Weil länger als 500 Meilen halten die Schleppen auch nicht aus. Mir schon wieder so ähnliche zu holen mit großer 10-Box, aber mit einer härteren Dämpfung. Gerade jetzt dann für Pennsylvania. Wenn das kommt, heißt ja auch Rockivania. Rockivania. Nicht Pennsylvania. Weil das hier nämlich ein Kindergarten. Das ist das nur ein Aufwärmprogramm. Heißt es. Also gibt es noch viel schlimmer. Das geht dir jetzt auch zum Laufen einigermaßen. Wenn du mal wieder flache Stellen hast, wo du reintreten kannst, klappt das schon. Aber wenn halt alles voll ist mit Stein und so, was halt in Philadelphia der Fall sein soll. Ups, was ist los? Das ist vielleicht eine bessere Dämpfung. Besser. So, das müsste jetzt hier Berg Nummer 8 gewesen sein, wenn ich mich nicht verzählt habe. Im Rollercoaster, also bleiben noch 2.
Ja, hier schon wieder Stimmen, also hier ist was los. Schöner Ausblick. Oh ja. Okay. Hey guys. Ja, die Sick. Aber schöner Ausblick. Keine Ahnung, was die Jungs hier machen. Ich hau wieder ab. Ah, das ist ein schöneren. Also ich sag mal so, wenn man diesen Rollercoaster in einem macht, also wirklich an einem Tag alle 10 Hügel, da weißt du auf jeden Fall abends, was du gemacht hast. Ganz bestimmt sogar. Geht's auch ein bisschen bergab hier? Ja. Sehr geil. Schildi! Hab gerade ihr Köpfchen eingezogen. Ja. Ist so gelb, schwarz. Ich hätte sie fast nicht gesehen, ey. Mein Gott, hoffentlich passen die anderen Affen genauso auf wie ich. Und datschen nicht auf dich drauf. Schön vorsichtig sein, liebe Schildi. Ja, zweite Schildi hier. So, Freunde. Wir sind da. Da ist der Shelter. Ich bin wie immer noch ganz alleine. Es war auch noch früh am Tage, also ich hätte theoretisch auch durchlaufen können jetzt nach Harpers Ferry. Das sind jetzt noch 6,5 Meilen. Aber es sieht echt danach aus, als würde der da oben bald aufdrehen. Hier haben wir noch ein kleines Pavillon wieder. Ich bin seit circa einer halben Stunde hier jetzt, gucken mich einfach ein bisschen um. Es hat ein bisschen aufgeschlagen, aber das Wichtigste für morgen früh ist immer zu wissen, wo ist das Haus. So. Ja, prima. Kann ich mich aus hier? 15 Meilen, 1600 Höhenmeter. Ja. Bin ich zufrieden mit. Morgen dann ganz entspannt. Ja, jetzt noch, wie gesagt, da mit Ach und Krach runterballern und dann kommt noch ewig der Sturm auf und so. Ach nee. Da jetzt lieber hier heute. Die Füße schon. Und dafür dann morgen losgehen. David Lesser Shelter ist das hier. Ah, alles klar. Spring, a quarter mile, das war jetzt mal schwer zu bezweifeln. Also, ich sage jetzt mal, es ist eine halbe Meile. Ich war nämlich schon Wasser holen, das ist der Shelter. Auch wieder sehr geil und riesig, ne? Also können sich schon Leute verkrümeln hier bei dem Wetter. Ja, es ist halt alles so ein bisschen abgeholzt hier. Irgendwie sieht ein bisschen tragisch aus alles. Ich meine, klar, es ist Natur und so und liegen lassen und so weiter, klar. Aber es sieht schon irgendwie ein bisschen aus, ne? Ja, meist. Ja, wie gesagt, die wissen, die Menschen tun denen nichts und deswegen hauen die einfach auch nicht ab und so. Die werden hier nicht gejagt. Die haben hier das schönste Leben, die fressen sich hier einen Wanst voll. Ich glaube, höchstens, wenn die mal irgendwie Überhand nehmen sollen von der Anzahl her, dass da mal ein paar geschossen werden, aber die sind so zahm, die Rehlein. Also, krass. Ja, wir sind hier. Das Zelt ist mittlerweile trocken, aber ich traue dem ganzen Braten nicht. Ich bin jetzt soweit fertig, dass ich einfach nur noch ins Zelt gehen muss und dann ist Schluss für heute. Raus aus den Schuhen jetzt hier. Und genau, dann chillaxe ich mich erstmal ins Zelt. Dann überlege ich mir, was ich esse. Dann gucke ich mal wegen Unterkunft, ob ich überhaupt ein Netz hier habe. Das weiß ich ja immer nicht. Muss ich erst mal gucken. Aber wir sind angekommen, bin froh. Und dann sehen wir uns später nochmal und ansonsten sehen wir uns morgen, wenn wir wieder auf der Bahn sind. Bis dahin.